Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit dem 4th Anniversary Developers Letter und Thank You Gift. Kommen wir als erstes zum Thank You Gift, weil das interessiert wahrscheinlich viele und wird wahrscheinlich oft gefragt. Es gibt einen neuen Coupon-Code und der lautet 4ANN EVA Zuri Gift. Also geschenkt zum 4. Jubiläum im Endeffekt, einfach als Code, ist hier auch zum Kopieren. Kann man einfach abschreiben, die Bindestriche muss man mit abschreiben. Dafür bekommt man 3 Amplifications, eine Power Scroll, eine Resurrection Scroll, einmal Ballon Select Box 6 Stunden und 5 Cracker. Der ganze Code ist gültig bis zum 30. Juli, kann nur einmal pro Account eingelöst werden. Sucht euch euren Charakter also sorgfältig aus und ist einzulösen auf Taste U, Event und dann Coupon. Und dann wird er euch per Post zugeschickt und dort könnt ihr es dann abholen. Und das ist eben ein Dank an alle Flive-Spieler, nicht nur FEC, das ist auf allen Servern verfügbar, für die anhaltende Unterstützung von Flive Universe. Genau, und dann würde ich auch sagen, lesen wir uns direkt den Text durch. Ich habe es jetzt hier mal übersetzen lassen, weil ich habe tatsächlich relativ viele Kommentare immer, dass die Leute das nicht so gern haben, wenn ich das alles auf Englisch vorlese und dann einfach davon ausgehe, dass jeder versteht. Oder ich keinen Bock habe, alles zu übersetzen, lasse ich das hier einfach übersetzen und lese es dann einfach auf Deutsch vor. Heute feiert Flive Universe seinen 4. Jahrestag. Wir möchten jedem Einzelnen von euch unseren aufrichtigen Dank aussprechen, der in den vergangenen 4 Jahren dieses Abenteuer mit Flive Universe fortgesetzt hat. Eurer Liebe, eurer Unterstützung und eurer unerschütterlichen Hingabe ist es zu verdanken, dass Flive Universe so weit kommen konnte. Die unzähligen Erinnerungen, die wir gemeinsam geschafft haben, waren auch für uns eine unglaublich bedeutungsvolle Reise. Jede Geschichte und jeder Moment, der im Spiel entstanden ist, ist Teil der Geschichte von Flive Universe geworden und im Mittelpunkt von allem wart immer ihr, unsere Spieler. Um unsere Wertschätzung für eure anhaltende Unterstützung zu zeigen, wird das kommende 1.5 Mit-Update eine Vielzahl aufregender neuer Inhalte einführen. Die Spieler können einen brandneuen Open-World-Dungeon erkunden, der neue Quests und wertvolle Items zum Farmen bietet. Außerdem ermöglicht ein neues serverweites Beitragssystem den Spielern Penya zu spenden, um mächtige Buffs für alle auf dem Server zu aktivieren. Eine kompetitive Rangliste belohnt die größten Unterstützer zudem mit exklusiven Cosmetics und Titeln. Neben diesen neuen Inhalten erhalten auch mehrere bestehende Systeme umfangreiche Verbesserungen. PvP wird mehrere Updates erhalten, darunter neue Belohnungen für Guild Siege, Anpassungen am Madrigal Tournament und Änderungen an der PvP-Ausrüstung. Auch andere Inhalte wie der Secret Room, Rainbow Race und Blessing of the Goddess Demon werden verbessert. Abschließend können sich die Spieler über ein neues dunkles Theme für die Originaloberfläche freuen. Darüber hinaus sind noch weitere spannende neue Elemente und Quality-of-Life-Verbesserungen in Planung. Wir hoffen, ihr freut euch schon darauf. Wir bleiben weiterhin fest entschlossen, eure Unterstützung zu erwidern, indem wir noch mehr unterhaltsame Inhalte und einen verbesserten Service liefern. Flive Universe wird gemeinsam mit euch weiter voranschreiten, mit noch größeren Abenteuern und neuen Erlebnissen. Und als Zeichen der Dankbarkeit gibt es eben den Coupon-Code, den wir uns schon am Anfang angeguckt haben. Genau, hier nochmal die Roadmap. 1.5 Mit-Update heißt es aktuell. Ja, Mit-Update sagt ja eigentlich schon, es ist kein großes Update, sondern mehr also ein Zwischen-Update vielleicht, wo der Fokus eben mehr darauf besteht, bestehenden Content abzudaten, auf Vordermann zu bringen, anzupassen, wie sie es eben gerade beschrieben haben, aber trotzdem auch ein paar neue Sachen einzuführen, eben diesen neuen Open-World-Dungeon, neue PvP-Waffen und Rüstungen für Level 180, dieses neue Penya-Donation-System, Level 165er Guild Siege, dann Anpassungen am Madrigal Tournament, die abgedateten Guild Siege Belohnungen, neue Strecken fürs Regenbogenrennen, der neue Dark Mode, also dunkles Design heißt es ja auf Deutsch immer, für das Original Theme. Original Theme ist das blaue, sag ich schon, das weiß-orange. Das wird dann wahrscheinlich einfach orange-schwarz sein oder grau, dunkelgrau vielleicht, je nachdem. Dann Anpassungen am Secret Room und Anpassungen an Blessing of the Goddess, Blessing of the Demon. Ja, für mich am relevantesten, logischerweise, ist wahrscheinlich der Open World Dungeon. Ich vermute mal, es wird dann auch einen neuen Boss geben. Im ähnlichen System wie Kriton wird es wahrscheinlich sein. Denke ich mal, du musst die Questreihe machen.
oder auch Red Meteor etc. Du musst eine Questreihe machen, abschließen, kriegst dafür gewisse XP, Penya, Belohnungen, kannst dann den Boss herausfordern, wahrscheinlich mit einem täglichen oder zweitäglichen Cooldown und kannst da dann hoffentlich oder vermeintlich die neuen Waffen und Rüstungen für Level 180 PvP farmen. Genau. Und das andere große Ding für mich wird natürlich dieses Penya-Donation-System sein. Das ist ja im Endeffekt die Anpassung des Lord-Systems. Das ist auch genau das, worüber wir schon seit Jahren reden, philosophieren. Das Lord-System aus Fly PC wird auch immer wieder gefragt, kommt das denn irgendwann oder wie wird das irgendwann im Fly Universe existieren? Und im Endeffekt ist die Antwort jetzt ja, allerdings anders. Und das ist wirklich ein wichtiges Update, weil das Lore-System in Fly PC war schon nicht so gut. Ich will jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, aber es hatte auf jeden Fall seine Macken und war echt überarbeitungswürdig, definitiv, längst überfällig, kann man sagen. Und dass das jetzt im Endeffekt in die Hand aller Spieler gelegt wird, also jeder, so verstehe ich das zumindest, jeder kann da Penya spenden, wie er will. Es gibt dann einfach eine Rangliste, wer wie viel gespendet hat und dann profitiert auch jeder davon. Und das ist eigentlich genau so, hätte es schon immer sein sollen, dass nicht einer das alleine bestimmen kann oder machen kann, sondern dass einfach jeder da seinen Beitrag leisten kann. Super reiche Spieler werden dann halt belohnt mit zusätzlichen Skins. Und dafür kriegen aber alle dann eben zeitgleich diesen Server-Buff. Und ja, ich hoffe mal, es wird so umgesetzt, dass das für alle passt. Und dass das halt, ja, einfach in sich sinnig ist. Also die Kosten müssen natürlich die Belohnung irgendwo auch ja, rechtfertigen. Ich weiß nicht genau, wie es aussehen wird. Ich hoffe halt wirklich, dass sie es ja, gut umsetzen. Das ist der Anreiz für die wirklich reichen Spieler, weil ich meine, es ist immer schwierig zu schätzen, wie viel Geld im Spiel existiert. Ich meine, das weiß natürlich Gala, wir wissen das nicht. Aber es ist sehr viel mehr, als die meisten wahrscheinlich denken. Das sind Beträge, die man sich wahrscheinlich gar nicht wirklich vorstellen kann. Sicherlich hat die nicht alle Einspieler, aber wenn man wahrscheinlich auf jedem Server die oberen 50 Spieler nehmen würde, hätte man wahrscheinlich über 90% des Geldes auf dem Server. Also die 50 reichsten Spieler jedes Servers, dann hätte man wahrscheinlich über 90% des Geldes. Und das heißt, vor allem für diese Spieler muss es eigentlich interessant sein, da wirklich sehr viel Geld auszugeben. Weil ob jetzt Otto Heinrich auf Level 65 seine 4,5 Millionen Penya da reinbuttert und dann erzielt er irgendwie 2% von dem nächsten Buff, der dann für eine Stunde läuft oder so, das spielt halt keine Rolle. Wenn man hier aktiv Inflationsbekämpfung machen möchte, und das ist das ja, es ist ja ein Penya-Sync mit zeitgleicher Belohnung für die Spieler. Und ein Penya-Sync haben wir wirklich bitter nötig, weil die Inflation auf den Servern ist momentan auf einem All-Time-High, auf einem absoluten Höchstniveau, noch nie da gewesen, auf einem Level, wo man sich früher bei Fly PC mal drüber lustig gemacht hat, dass es da so eine krasse Inflation gibt. Naja, und jetzt haben wir es in Universe eigentlich auch auf einem ähnlichen Niveau und da muss unbedingt was dagegen gemacht werden und das ist der erste und ein guter Schritt auf jeden Fall, weil es nicht einfach nur Penya-Sync ist, sondern die Spieler kriegen auch was davon. Aber wie gesagt, die genauen Details sind noch nicht bekannt, kann man erst bewerten oder beurteilen, wenn es wirklich da ist, ob es jetzt wirklich so viel besser ist, so viel schlechter ist, als man sich vorgestellt hat. Ob das in sich sinnig sind, ob die Kosten die Belohnung abdecken oder ob das halt gerechtfertigt ist, was es kosten wird etc. Muss man gucken, aber das ist wirklich so meine Hoffnung, dass das ein gutes System wird und dass das unsere Probleme dahingehend ein bisschen löst, auch was so generell Frustrationen Richtung XP oder generell Events angeht, dass man einfach selber einen Server-Buff, also im Endeffekt eine Art Event starten kann, die Spieler das selber in die Hand nehmen können, ist halt eigentlich auch gar kein so schlechter Gedanke. Genau. Und ja, das sind eigentlich so meine Gedanken dazu. Es ist jetzt nicht allzu viel, worüber man reden kann, weil sie sehr, sie sind sehr, wie sagt man, vage geblieben, also nirgendwo zu sehr ins Detail gegangen. Ja. Die Frage ist halt auch, wann das Ganze kommt, ne? Falls die Frage kommt, falls ihr euch denkt, ja, und wann kommt das? Ja, das erwähnen sie leider nicht. Ja, habe ich mich auch schon gewundert. Wann kommt das denn? Da die Updates von Fly Universe tatsächlich fast ausschließlich im Oktober/November kommen, kann man auch hier eher davon ausgehen,
dass es wahrscheinlich Richtung Ende des Jahres gehen wird. Wahrscheinlich dann einfach wieder nach dem FEC. So war es letztes Jahr zum Beispiel auch. Im Jahr davor war es auch so. Von dem her, ja, ist das eigentlich das Wahrscheinlichste. Ob es vielleicht trotzdem früher kommen kann, könnte sein, wäre aber natürlich wieder ein bisschen fragwürdig, weil wenn der FEC noch läuft mit höheren Drop-Chancen und man einen neuen Dungeon released, ja, ist immer keine so gute Idee. Deswegen denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit auf ein Update vor dem Ende des FECs eher niedrig. Genau. Und ja, das waren, wie gesagt, so meine Gedanken. Wir werden wahrscheinlich noch oft genug darüber reden in den nächsten 5 Monaten. Also nochmal alles runterbrechen auf seine Bestandteile. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie uns das schon mal rechtzeitig mitgeteilt haben. Einzige, was wie gesagt mir persönlich so ein bisschen fehlt, ist ein Datum oder ein grober Zeitraum, wann man damit rechnen kann. Aber letztendlich die Misere mit Daten ankündigen und es dann nicht verfolgen können von der Entwicklungsseite aus. Also man kündigt irgendwas an, dann, ja, okay, wir schaffen es doch nicht, wir müssen es verschieben. Naja, dann ist es doch besser, man hat kein Datum in dem Fall. Deswegen kann man es verstehen, dass sie das nicht machen. Okay. Danke, dass ihr zugeschaut habt und wie immer, ich bin jeden Tag live auf Twitch. Schaut vorbei, Links dazu in der Videobeschreibung. Wir sehen uns auch im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin noch einmal macht's gut und ciao, ciao.